Make or Buy. Die Entscheidung, ob man eine Software selbst entwickeln oder kaufen soll, klingt einfach, oder? Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Wahl oft auch auf einem Druckschluss basiert? Viele Unternehmen übersehen dabei eine dritte, oft viel bessere Option. In diesem Video zeige ich dir, warum die klassische Make-or-Buy-Entscheidung möglicherweise nicht die beste Wahl ist. Hi, ich bin Alexei und heute nehmen wir uns ein Thema vor, das in vielen Unternehmen immer wieder für hitzige Debatten sorgt: die Make-or-Buy-Entscheidung. Soll man eine Software selbst entwickeln oder lieber eine fertige Lösung kaufen? Auf den ersten Blick scheint die Antwort einfach, aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Was wäre, wenn es eine Lösung gäbe, die diese Entscheidung auf den Kopf stellt? Eine Option, die nicht nur Zeit und Geld sparen kann, sondern auch flexibler ist, als die meisten denken. Die Rede ist von Low-Code, eine Alternative, die oft übersehen wird, aber das Potenzial hat, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Lass uns gemeinsam die verschiedenen Kriterien dieser Entscheidung betrachten. Schauen wir uns die einmaligen Kosten an, ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung zwischen Make und Buy. Bei der Make-Option muss ein Unternehmen ein erfahrenes Team zusammenstellen, das alle notwendigen Kompetenzen abdeckt. Von der Funktionalität über die Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Sicherheit und Wartbarkeit. Dieses interdisziplinäre Team muss koordiniert und das Projekt effizient gemanagt werden. Das führt zu hohen einmaligen Kosten, da spezialisierte Ressourcen intern und insbesondere extern teuer sind. Die Buy-Option wirkt zunächst einfacher und schneller, aber man muss der Realität ins Auge sehen. Fertige Software passt selten zu 100% zu den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens. Anpassungen sind fast immer notwendig. Das kann von einfachen Konfigurieren bis zu umfangreichen Entwicklungen reichen, um die Anforderungen der Fachabteilung zu erfüllen. Diese Anpassungen verursachen einmalige Einführungskosten. Je nach Umfang der Anpassungen können diese Kosten relativ niedrig bleiben, aber sie können auch schnell in die Höhe schießen. Eine Faustregel: wenn die Einführungskosten 40 bis 60% der Make-Kosten überschreiten, sollte man die Make-Option ernsthaft in Betracht ziehen. Andernfalls könnten die laufenden Lizenzkosten der Buy-Lösung die Kostenvorteile langfristig aufzehren. Nun zu einer Alternative, die das Beste aus beiden Welten vereint: Low-Code. Bei dieser Alternative erstellt man die Software zwar ebenfalls selbst, aber auf einer Plattform, die viele Bausteine und Funktionen out of the box mitbringt. Dadurch reduzieren sich Entwicklungsaufwand und Lizenzkosten im Vergleich zur Buy-Option erheblich. Weniger spezialisierte Rollen werden benötigt und zentrale Aspekte wie Benutzeroberfläche, Sicherheit und Skalierbarkeit sind bereits durch die Plattform abgedeckt. Der einmalige Kostenvorteil kann je nach Komplexität enorm sein. Von über 30-fach für einfache bis zu 20 bis 30% für sehr komplexe Anwendungen. Wenn die Einführungskosten der Buy-Lösung mehr als 5 bis 10% der Make-Kosten übersteigen, wird Low-Code zu einer günstigeren Option. Das kann schon bei einem niedrigen, sechsstelligen Betrag relevant werden. Ein erheblicher Unterschied im Vergleich zu den 40 bis 60% der Make-Kosten, nicht wahr? Kommen wir nun zu den wiederkehrenden Kosten. Bei der Make-Option übernimmt das Unternehmen die volle Verantwortung für die Wartung, Weiterentwicklung und das Hosting. Diese Kosten können sich jedoch schnell summieren, besonders wenn die Software nicht regelmäßig gepflegt wird. Das führt dazu, dass die Lösung veraltet, langsamer wird und das gefürchtete Legacy-Label erhält. Und wenn erstmal das Know-how über die Architektur verloren geht, kann es richtig teuer werden. Die Buy-Option ist hier scheinbar einfacher. Du zahlst regelmäßig deine Lizenzgebühren und der Anbieter kümmert sich um Updates und neue Funktionen. Aber Achtung, die anfänglichen Einsparungen können sich ins Gegenteil verkehren. Wenn die Lizenzkosten Jahr für Jahr steigen, während du von den tollen neuen Features vielleicht gar nicht profitierst, fragt man irgendwann, war das wirklich die richtige Entscheidung? Und dann gibt es die Low-Code-Alternative. Hier liegt der Clou. Durch den modularen Aufbau und die einfache visuelle Entwicklung kann die Fachabteilung viele Anpassungen selbst vornehmen, ohne ständig Entwickler zu brauchen. Das senkt den Verwaltungsaufwand im Vergleich zur Make-Option erheblich.
Die Plattform übernimmt zentrale Aufgaben wie Sicherheit, Hosting und Skalierbarkeit und die Lizenzkosten bleiben oft moderat, gerade im Vergleich zur Buy-Option. Klar, die Lizenzkosten können auch hier steigen, aber von deutlich niedrigem Ausgangspunkt. Betrachten wir nun die Implementierungszeit. Ein bedeutender Faktor, der darüber entscheidet, wie schnell du Ergebnisse siehst. Die Make-Option bietet dir die volle Kontrolle, aber das hat seinen Preis: Zeit. Von der ersten Zeile Code bis zur finalen Version vergehen oft Monate, wenn nicht sogar Jahre. Das kann eine gute Wahl sein, wenn du keine Eile hast, aber seien wir ehrlich, wie oft hat man den Luxus von Zeit? Die Buy-Option wirkt verlockend schnell, zumindest solange du mit wenig Anpassungen auskommst. Je weniger du ändern musst, desto schneller kannst du starten. Aber Achtung, wenn umfangreiche Anpassungen nötig sind, verlängert sich die Implementierungszeit erheblich. Es ist wie beim Renovieren. Je tiefer du gräbst, desto länger dauert es. Und wie ist es mit der Low-Code-Alternative? Mit vorgefertigten Bausteinen und einer visuellen Entwicklung bist du in vielen Fällen schneller am Ziel, besonders wenn es um einfache oder mittelkomplexe Lösungen geht. Aber wir wollen ehrlich bleiben. Die Geschwindigkeit hängt auch hier davon ab, wie komplex deine Anforderungen sind. Die echte Stärke liegt darin, dass du Anpassungen flexibel und ohne großen Aufwand vornehmen kannst. Kommen wir zur Unabhängigkeit, einem Aspekt, der erst dann wirklich zählt, wenn es ernst wird. Die Make-Option gibt dir maximale Kontrolle. Alles gehört dir, der Code, die Architektur, die Entscheidungen. Das klingt verlockend, aber denk daran, diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. Wenn das nötige Know-how verloren geht oder die Ressourcen knapp werden, kann deine Freiheit schnell zur Last werden. Bei der Buy-Option sieht es anders aus. Hier gibst du einen großen Teil deiner Kontrolle ab und wirst abhängig von Anbieter. Solange alles gut läuft, ist das vielleicht in Ordnung. Aber wehe, die Kosten steigen oder du brauchst mehr Flexibilität, dann sitzt du in der Falle. Der Ausstieg kann teuer und schwierig werden und plötzlich wünschst du dir, du hättest von Anfang an mehr Kontrolle behalten. Die Low-Code-Alternative bietet hier einen interessanten Mittelweg. Hier liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Klar, du bist auch von der Plattform abhängig, aber einige Hersteller bieten Exit-Strategien an, die dir mehr Flexibilität lassen als eine reine Buy-Lösung. Die Modularität, Plattformunterstützung und die automatisch generierte Dokumentation machen es zudem einfacher, das Projekt zu verstehen und gegebenenfalls zu migrieren. Kurz gesagt, du behältst mehr Kontrolle als bei Buy, ohne die vollen Lasten von Make zu tragen. Ein guter Kompromiss, oder? Wir haben nun einige Facetten der Entscheidung zwischen Make, Buy und der Low-Code-Alternative betrachtet. Es ist klar, dass es keine Einheitslösung gibt, alles hängt von deinen spezifischen Anforderungen ab. Aber eins steht fest: Wenn du die Flexibilität von Make und die Geschwindigkeit von Buy kombinieren willst, solltest du Low-Code ernsthaft in Betracht ziehen. Ein kleines Geschick habe ich für dich. In der Videobeschreibung habe ich eine Tabelle bereitgestellt. Sie fasst diese und weitere wichtigen Kriterien mit Kommentaren zusammen, damit du die Optionen direkt vergleichen kannst. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Bist du Team Make oder Buy? Oder hat dich die Low-Code-Alternative überzeugt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vergiss nicht, das Video zu liken und abonniere den Kanal, um keine weiteren Insights zu verpassen. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.